Willkommen zur Vorstellung eines weiteren aktuellen Technikspielzeugs für Erwachsene. Es handelt sich um das Modell einer Dampflok der Baureihe 55 im Maßstab 1:32. Sie wurde vom Kleinserienhersteller KM1 Modellbau aus Lauingen in einer Auflage von insgesamt 300 Exemplaren, verteilt auf 14 verschiedene Lokvarianten, realisiert. Das Modell ist 57 cm lang und mehr als 5 Kilogramm schwer. Die Lok ist nicht nur sehr aufwendig fein detailliert, sondern hat auch einige Funktionsdetails, die sich so richtig bewegen lassen. Wie zum Beispiel hier, der Sanddom lässt sich öffnen. Da sieht man dann auch den richtigen Sand drin, so wie das bei den Dampfloks früher war. Außerdem gibt es am Tender einen Wasserkastendeckel, den man öffnen kann. Unter dem Deckel befindet sich in dem Falle ein Schalter zur Deaktivierung des Motors. Die Kohle ist richtige Kohle, die als Einsatz hier im Tender sich befindet. Außerdem gibt es am Führerstand Schiebefenster, die sich richtig aufmachen lassen. Und zudem hat die Lok eine echte funktionierende Umsteuerung, die per Servomotor elektrisch betätigt wird beim Fahrtrichtungswechsel. Wechsel hier von rückwärts auf vorwärts und jetzt wieder von vorwärts auf rückwärts. Und jetzt nochmal in die andere Richtung. Das Ganze ist natürlich mit Geräuschen unterlegt. Ich habe es jetzt nur momentan mal aus Lärmgründen abgeschaltet. Ich schalte jetzt das Fahrgeräusch wieder ein. Dann hört man auch die Betätigung der Kurbel beim Wechsel der Umsteuerung. Jetzt der Fahrtrichtungswechsel wieder von vorwärts auf rückwärts. Und jetzt wieder in die andere Richtung. Nachdem die Lok einen Listenpreis von etwas mehr als 3.000 Euro hat, ist sie selbstverständlich mit passenden Geräuschen ausgestattet und hat auch einen Rauchentwickler, der so richtig wie das Vorbild qualmt und für Illusion einer echten Dampflok sorgt. Ich habe ihn jetzt schon mal eingeschaltet und werden wir gleich sehen, wenn er jetzt das Qualmen anfängt, so richtig, ja, jetzt kommt schon. Und dann werden wir die Lok mal anfahren lassen, um zu schauen, wie das ist mit dem Zylinderdampf, der jetzt ebenfalls eindrucksvoll beim Anfahren für Stimmung sorgt. Abschließend werfen wir jetzt noch einen Blick in den Führerstand dieser Lok, die wie immer in der Preisklasse natürlich sehr fein detailliert ist, aber sie enthält noch was ganz Besonderes. Erstmals bei einer Modellbahnlok überhaupt hat sie eine per Servomotor betätigte Feuerbuchsentür, die, wenn man jetzt einen Knopf drückt, aufgeht und dann kann man mal schauen, was dann passiert. In der Feuerbüchse lodert sogar das Glutbett. Und wenn wir die Taste drücken, geht die Feuerbüchsentür natürlich wieder zu. Nochmal zur Wiederholung.